Ja, mein Name ist Sven Vollrath. Ich habe 1988 an der Humboldt-Universität angefangen zu studieren. Zunächst Geschichte, dann später auch noch Politikwissenschaft und Germanistik und habe die Wendezeit an der Humboldt-Universität sehr intensiv miterlebt. Habe dort den Runden Tisch gegründet 1989 im Herbst, war an Studentenratsgründung beteiligt und war auch verschiedene Jahre Sprecher des Studentenrates und Mitglied im Akademischen Senat und im Kuratorium und habe insofern in einer sehr konzentrierten Zeit in der ersten Hälfte der 90er Jahre die Transformation der Humboldt-Universität sehr intensiv miterlebt, auch mitgestaltet als studentischer Vertreter und bin jetzt seit vielen Jahren, seitdem ich beruflich tätig bin, hier im Deutschen Bundestag tätig und mittlerweile Unterabteilungsleiter für Europa und kümmere mich darum, dass alle Abgeordneten, Ausschüsse und Fraktionen gut mit europapolitischen Informationen versorgt werden. Es war eine Zeit einer großen Unordnung, eines Aufbruchs, aber auch eines Abschieds in gleicher Weise. Eines Abschieds, weil ein sehr intensives Jahr der Veränderungen an der Humboldt-Universität hinter uns war. Eine Phase der Demokratisierung der Hochschule, ähnlich wie sich auch Ostdeutschland, die ehemalige DDR, demokratisiert hat und dann in das Teil des wiedervereinten Deutschlands wurde. So hat sich auch die Universität im Kleineren demokratisiert. Neue Strukturen wurden aufgebaut, die FDJ und die SED wurden aufgelöst mit ihren Strukturen, mit ihren Kreisleitungen an der Humboldt-Universität. Der Runde Tisch hat über viele Monate die Geschicke der Universität geleitet und gelenkt. Es wurde dafür gesorgt, dass die Sektion für Marxismus-Leninismus aufgelöst wurde und die Professoren auch entlassen worden sind. Es war auch eine Zeit der Aufklärung, was die Staatssicherheitsstrukturen anging. Man darf nicht vergessen, dass bei den Übergriffen, die es im Oktober 1989 hier am 7. und 8. Oktober in Ostberlin gegeben hat, auch ehemalige Studenten, die an der Humboldt-Universität in der Sektion Kriminalistik studiert hatten und vom Ministerium für Staatssicherheit dorthin in dieses Studium delegiert worden sind, mit zu denjenigen gehörten, die die friedlichen Demonstranten rund um die Gethsemane-Kirche und in Ostberlin verprügelt haben, festgesetzt haben und ähnliches mehr. Also eine Aufklärung dessen, welchen Anteil von Staatssicherheitsstrukturen gab es an der Humboldt-Universität. Es war aber auch eine Zeit, wo wir um eine Transformation der Stellung der Studenten, wie wir sie uns erobert hatten 1989, 90, auch in das wiedervereinigte Deutschland mitzubringen. Da ging es zuerst mal darum, diesen Studentenrat als Institution zu erhalten, nicht so nach politischen Gruppen sich zu organisieren, wie man das mit AStA und Ähnlichem an westdeutschen Universitäten oder Westberliner Universitäten kannte. Es ging auch darum, natürlich das Studium aufrechtzuerhalten, dass Studiengänge, die sich in einer Übergangsphase befanden, von altem ostdeutschen Recht hin zu neuen Möglichkeiten mit neuen Professorinnen und Professoren, das alles war zu organisieren. Und insofern war es eine Phase einer großen Unordnung und des Aufbruchs wie des Abschieds. Also das war zum einen Gegenstand fast täglicher Berichterstattung in den Medien in Berlin, aber auch darüber hinaus. Die Humboldt-Universität war natürlich auch das Flaggschiff unter den Universitäten, so war doch das Selbstverständnis dort sowohl bei Studierenden wie auch bei Hochschullehrern das Flaggschiff des Wissenschaftssystems der DDR.
Und die Freie Universität war die Ausgründung, als in den späten 40er Jahren die Humboldt-Universität eben sowjetisiert worden ist, nach kommunistischem Vorbild sich verändert hat oder nach russischem Vorbild. Eine Ausgründung der freien, demokratischen Studierenden, Hochschullehrer, die eben dann nach Dahlem gegangen sind. Und so hat natürlich dieser Gründungsmythos FU auch stark die politische Diskussion bestimmt. Ich will auch erinnern, dass zum Beispiel der damalige Innensenator Heckelmann war auch Universitätspräsident vorher an der Freien Universität. Und insofern gab es viele Verbindungen der Westberliner, in der Westberliner politischen Klasse zur FU. Fast alle, die in Westberlin, egal in welcher Partei, etwas zu sagen hatten, haben an der FU studiert. Und insofern waren die Ausgangsbedingungen natürlich sehr schwierig und sehr konfrontativ, auch durchaus. Es gab Angebote der Hilfe, aber es gab auch viel Konfrontation und letzteres überwog eigentlich. Also wenn ich jetzt so 30 Jahre danach immer mal wieder auch daran denke, dann fällt es einem auch mit dem Abstand der Jahre, Jahrzehnte, muss man jetzt schon sagen, kommen mir doch wieder diese konfrontativen Situationen und die Angst und die Sorge und die auch existenzielle politische Diskussion und dieses harsche Einteilen in schwarz oder weiß, in gut oder schlecht, in diskreditiert oder alles ist top, kommt mir doch immer wieder in den Sinn. Und manchmal denke ich mir auch, wir wissen, dass wir in diesen Jahren auch irgendwie in ja, sich radikalisierenden Zeiten, politisch sich radikalisierenden Zeiten leben und konfrontativen, kommunikativen Zeiten leben. Wenn ich mich so in diese Zeit 90, 91 zurückerinnere, dann fällt mir doch auf, dass es damals auch eigentlich sehr konfrontativ war. Und ich habe so ganz subjektiv in Erinnerung, wie ich 1992 im Februar die große Ehre hatte, in Harvard eingeladen zu werden zu einer Konferenz, wo wir über die Transformation des Wissenschaftssystems in Ostdeutschland redeten. Ich war da in einem Panel zur Humboldt-Universität eingeladen und die ganzen Politikwissenschaftler, Geisteswissenschaftler, die viel auch teilweise Kinder oder selbst noch Überlebende des Holocaust waren oder Kinder von Überlebenden, die deutsche Wurzeln hatten, saßen im Publikum. Und ich dort die Atmosphäre an der Harvard-Universität als eine so wohltuende, diskursive, offene, positives und negatives, abwägende Erlebnis empfunden habe, wo ich dachte, so kann Gesellschaft auch funktionieren. Diskursiv, offen, nicht gleich konfrontativ, dass man in eine Schublade eingeteilt wird, du bist eben, was weiß ich, Kommunistenfreund oder du bist Unterstützer des alten Regimes oder ähnliches mehr. Das muss ich sagen, hat mich damals sehr beeindruckt und hat sich bei mir auch tief eingeprägt als eine Erfahrung, gerade der Anfang der 90er Jahre, wo es eben schon auch Situationen von Übernahmen gab und von hässlichen Auseinandersetzungen, die, glaube ich, auch zu Spaltungssituationen, zu sich nicht wiederfinden in diesem wiedervereinigten Deutschland auch mit beigetragen haben. Also ich glaube, dass die Schnitte, die personell damals gezogen worden sind, zu massiv waren. Und sie haben vor allen Dingen dazu geführt, was auch ein ganz wichtiger Prozess war, dass die Erfahrung war, dass viele westdeutsche Wissenschaftler, die kamen an die Humboldt-Universität, junge westdeutsche Assistentinnen und Assistenten und studentische Hilfskräfte, die auch aus dem Westen mit ihnen kamen, nachgezogen haben. Und wir haben, wenn wir heute das Fehlen von Ostdeutschen in Verwaltungen, in Universitäten, in Hochschulen, auf führenden Verwaltungsposten, in den Medien und so weiter beklagen, hat es auch etwas damit zu tun, dass damals nicht nur eine Generation von Verantwortlichen ihren Posten verloren, sondern auch eine Generation von Nachwuchsleuten, die in der zweiten und dritten Reihe standen.
auch ihre Posten verloren oder nicht in die Situationen kamen, nachzurücken durch Förderprogramme, durch Hilfe in entsprechende Positionen kamen. Und das hat natürlich aus meiner Sicht zu einer erheblichen Entfremdung Ostdeutschlands mit dem demokratischen politischen System, so wie es die Bundesregierung ist, zu einer erheblichen Entfremdung geführt, weil man bis runter ja zu Landräten, zu Schulräten, zu Staatssekretären in den Ländern, zu Abteilungsleitern überall Westdeutsche traf. Und das war für die ersten Jahre vielleicht noch nachvollziehbar, aber für die späteren 90er, für die 2000er oder jetzt sogar 2010er, 2020er Jahre ist das nicht akzeptabel. Und das hängt damit zusammen, dass damals meines Erachtens die Schnitte, gerade auch was junge Leute waren, die am Ende des Studiums standen oder junge Assistenten waren, dass die viel zu wenige Chancen hatten, in vergleichbarer Weise in entsprechende Positionen zu kommen und ein Stück weit ostdeutsche Transformation zu repräsentieren und Identifikationspersonen zu sein für alle, die in Ostdeutschland leben, und Erfolgsgeschichten, Erfolgsbiografien, so wie wir sie, keine Ahnung, mit Toni Kroos im Fußball oder so haben oder in anderen Bereichen, wo man das sehen kann. Es gibt zu wenig Erfolgsbeispiele, die diese Transformation an jungen ostdeutschen Frauen wie Männern hervorgebracht hat. Und das hängt meines Erachtens mit dem disruptiven Vorgehen am Beginn der 90er Jahre stark zusammen. Also es kommt natürlich schon darauf an, mit wem man darüber spricht. Also ich habe irgendwie mir zum Ziel gesetzt, auch im Zusammenhang auch mit meinem Job hier im Deutschen Bundestag, dass ich irgendwie Wissen und Erfahrungen in der Europapolitik auch an junge Menschen an Hochschulen und Universitäten weitergebe. Also ich mache mal hier und da Lehraufträge und dieses und jenes. Und so kommt man natürlich da auch ins Gespräch. Und die gucken dann ja auch nach, was hat man studiert und wo kommt man her. Und sie waren da an der Humboldt-Universität in den 90er Jahren. Und dann kommt man natürlich da auch also darüber in die Diskussion. Und ich nehme schon Interesse da wahr und habe eigentlich nicht den Eindruck, dass es so eine Opi- und Omi-Diskussion ist, sondern eher also auf der Suche, warum sind wir nach wie vor doch in vielen Bereichen ein so tief gespaltenes Land? Und warum sind die Verhältnisse so, wie sie sind? Führt es meines Erachtens vieles schon in die Frage der Transformationszeit der 90er Jahre, wo für viele Menschen sich so unglaublich viel verändert hat. Alles hat sich verändert. Es gibt keine ostdeutsche Familie, die nicht massive Arbeitslosigkeitserfahrungen, das Wegbrechen von Berufsmöglichkeiten und Berufsbildern, ganze Landstriche, die sich ökonomisch entvölkerten, das Gesundheitssystem in der DDR, was irgendwie mindestens 5-mal komplett umgedreht worden ist mit erheblichen Arbeitsplatzverlusten und. Also da hat eine so massive Veränderung stattgefunden, die also mit dem, was heute ist, glaube ich, nach wie vor viel zu tun hat, obwohl es 30 Jahre zurückliegt. Und insofern sind 30 Jahre eine lange Zeit, aber wenn ich so drüber nachdenke, habe ich ganz viele Dinge vor Augen, die sich Anfang der 90er Jahre abgespielt haben und wo ich, je mehr man auch dann auch als Beteiligter auch mit viel Emphase darüber auch berichtet, auch dafür Verständnis habe. Und am Ende muss es aber immer auch wieder dazu auch landen, wir müssen unsere Geschicke selbst in die Hand nehmen und wir müssen unsere Demokratie so aufbauen und unser Land so stärken und stabilisieren mit den Erfahrungen, die wir haben. Und das ist ein bisschen auch das, was ich in meinem Job, in meinen Möglichkeiten versuche zu vermitteln, gerade auch Richtung Ostdeutschland.